Moin Freunde, willkommen zurück zum neuen Review. Wird ein Speed Review, gibt nicht viel zu dem Ding, aber ich wollte dazu gern einen machen, weil ich mit den Dingern so noch nie was zu tun hatte, das zum ersten Mal gemacht habe und echt begeistert bin. Wovon rede ich, habt ihr schon in der Beschreibung gesehen. Es geht hier um einen Knock-Off Gunpla aus dem Hause Daban Model. Dreht sich um die Knock-Off-Variante des RX Zero Unicorn Gundam aus der gleichnamigen Gundam-Serie Unicorn. Finde ich auch auf Netflix das ganze Ding. War meine erste Gundam-Serie, richtig cool, finde ich richtig geil. Auch ein bisschen was Mystisches, mit, wie das erklärt wird mit dem roten Leuchten an der Figur. Gebe ich nicht zu viel Preis, guckt euch das am besten selber an. Verpackungsweise, ja, wie sieht's aus? Ziemlich kacke. Ziemlich kacke. Warum? Habe meine Ex zu meinem letztjährigen Geburtstag bestellt. Weil sie dachte, an dem Ding könnte ich bestimmt gut das ganze Cell-Shading mal ausprobieren. Das ist auch eine geile Idee, werde ich vielleicht sogar machen. Hat mich auf jeden Fall auf einen neuen Trip gebracht. Man sieht schon, es ist alles relativ original. RX Zero Unicorn Full Psycho Frame Prototype Mobile Suit. Daban Model. Nicht zu vergessen mit Bandai. Und letztens hat, passend zum letzten Video, der gute Bobby Skullface auch schon mal ein Video gepostet, wo er ein paar Crossover-Vergleiche gezogen hat, wozu Daban Model wahrscheinlich gehört. Und dass es jetzt eine neue Firma gibt, die so quasi Beast Wars / Cybertronian Beast Transformers in Third Party macht. Ich verlinke euch das unten. Hört sich echt interessant an, so alles in allem das Ganze mal so ein bisschen so verquer durch den Kopf mitzukriegen. Ich fand es sehr interessant, vielleicht ist das auch was für euch. Box jedenfalls, wie gesagt, sehr original, muss man sagen. Rundrum ein paar Bilder von dem Kerl, ein paar Specs, Anime-Art, im Endeffekt eine kleinere gecroppte Version der Titelcard, womit der kommt. Ich glaube, das Original kommt mit dem Stand. Das ist bei ihm hier nicht der Fall. Das ist halt ziemlich runtergebrochen, KO, wie man das so kennt. Ein paar Warnungshinweise und der Rücken. Und drinnen kann man nicht viel zu sagen. Aber wenn wir schon dabei sind, ich habe ein paar Sachen für mich ausgedruckt für Amerika, aber habe das gleich mit als Mülltonne genutzt. Anleitung funktioniert hundertprozentig, also ich hatte nie Probleme mit dem Verständnis und das Ganze kommt halt auf einer Unmenge Sprues. Ne? Man sieht schon, der Karton geht auseinander. Die Quali ist nicht super geil, muss man einfach sagen. Aber zum ersten Mal bauen und zum ersten Mal in Gundam reinkommen, ist das schon das Richtige. Ich werde mir definitiv noch die R1:100 Dinger holen. Das ist jetzt der 1:144. Ich hatte den hier schon mal hingelegt für euch, aber ich nehme den schon mal hoch. Ist ein schwer filigranes Ding. Fokus sollte das einfangen. Ziemlich cool. Vorne zu hinten. Auch jede Menge was abbrechen kann. Ist mir hier oben schon direkt passiert. Sieht man jetzt zum Glück nicht. Ist gut geklebt. Aber wenn das Ding erstmal zusammengebaut ist, kommt das auch mit jeder Menge Artikulation. Das gehen wir mal eben durch. So Freunde, da sind wir zurück. Mal ein bisschen alles in der Nahaufnahme. Ne? Wie ihr schon seht, ist alles verdammt detailliert. Schönes transluzentes Plastik. Jede Menge Details. Kommt sogar mit sowas wie ein Accessoire, da kommen wir gleich mit zu. Kommen wir erstmal zur Artikulation. Der Kopf schafft schöne 360 soweit, außer die Antennen kommen hinten mit diesen Schwertern in Berührung. Der ist aus so einem interessanten Multi-Joint, der hat auch eine schöne Neigung nach vorne und hinten. Das funktioniert eigentlich sehr geil. Schultergelenke laufen schön frei, muss man sagen. Eigentlich läuft das auch noch eine runde Ecke noch höher, aber ja, wie ihr schon seht, es ist halt eben ein Knock-Off. Ne? Den müsste ich jetzt hier wieder ranbringen, wie bei den beiden. Ich lege das auch beiseite. Es passt ansonsten alles gut, aber es ist natürlich alles ein bisschen fickelig. Die Einlegung, wovon ich gesprochen habe, in den Gelenken, das seht ihr da so ein bisschen. Das seht ihr aber auch gleich am Bein, das zeige ich euch gleich. Schön leicht über 90 Grad am Ellbogen. Und der Balljoint am Handgelenk ist ein bisschen eng, klappt aber soweit ganz gut. Und den Schild könnt ihr hindrehen, wie ihr wollt, wo wir gerade dabei sind. Und wir sind hier
schon so, dann können wir den auch gleich mal wieder einpacken. Seht ihr? Ganz einfach, einfach wieder rein, sitzt. Der andere Arm verhält sich genauso. Handgelenk ebenso. Wie ihr hier seht, das Handgelenk wickelt sich im Endeffekt direkt um die Waffe. Wir kommen hier noch mit einer austauschbaren Hand. Die wird auch so zusammengesteckt. Hier seht ihr den Ball nochmal. Abziehen ist aber ein bisschen sehr eng und dieser Kranz drumherum, der würde dann auch meistens durch die Gegend fliegen. Also lassen wir das mal. Ihr könnt euch das so vorstellen, schätze ich. Hip Skirts kommen gut raus. Machen bei den Beinen gut nach vorne möglich. Hinten ist jetzt nichts, ist aber auch nicht wild. Allzu riesige Bewegungen will man damit eigentlich meist sowieso nicht machen. Und wie eben schon gesagt, gute über 90 Grad am Bein. Hier haben wir diesen eigentlichen Gelenkstopfen, was ich eben sagte. Das kommt dann einfach wieder rein, wird zusammengesteckt und fertig. Das geht gut. Ich mag auch das ausmodellierte Gelenk. Klappspitze. Das läuft nicht frei. Was ich cool finde, mal kurz als Detail, bei dem Maßstab 1:100 ist all das transformierbar. Das wird alles rausgezogen, auseinandergezogen, der wird größer. Ziemlich coole Sache. Ich bin mal gespannt, wie sich der bauen lässt. Und Fußgelenk ist ein bisschen behindert, das auf der einen Seite. Ja, auf der anderen geht das tatsächlich besser. Ich weiß jetzt nicht so ganz. Ah, der stößt da leicht gegen gerade, sehe ich irgendwie. Ja, aber wenn es vernünftig läuft, seht ihr schon, ist das wie auf dem Balljoint. Das ist der bekannte Vorführeffekt, Freunde. Da seht ihr schon die Slots. Einfach hier rein, dann wird das wieder reingesteckt. Ihr könntet das auch kleben, ich weiß aber nicht, was dann vor der Artikulation noch bleiben würde. In dem Sinne haben wir das. Und als letztes kleines Accessoire für den Stecker hier hinten haben wir noch den kleinen Nupsi. Der würde einfach hier reinkommen. Ich habe das noch nicht versucht. Oh, ging ganz gut. Und dann könnt ihr den abziehen. Diese Klemme auch. Mal gucken, einmal den Fingernagel dazwischen kriegen. Lassen wir mal dran. Ihr könnt den jedenfalls abmachen. Ihr seht das ja. Dann steckt ihr sonst den hier hinten drauf. Wie ihr schon seht, beim Manipulieren geht immer gerne mal was ab. Aber dann habt ihr das so und die Hand dann auch frei. So rum. Ich mache das alles ein bisschen über Kopf, so deswegen ein bisschen kleiner Einblick. Auf der Seite habt ihr schon gesehen, ist ein bisschen wackelig. Da musste ich an dem Gelenk was machen. Da hatte ich versucht, das hinzukriegen, damit das lockerer läuft. Ist am Ende leider zu locker geworden. Da müsste man dann nach eigenem Ermessen handeln. Ne? Ja, wie ihr schon merkt, das war nicht viel. Nur was Kleines, aber ich finde, für so ein Gundam ist das durchaus ziemlich cool. Kleine Sache, die ich noch vergessen habe, das Halsgelenk, da stehe ich mal für auf, ich bin ein schöner Knallkopf. Das Halsgelenk selber ist auch extrem beweglich, also er kriegt ein ordentliches Stück nach hinten, ein ordentliches Stück nach vorne und komplett voll rum. Also das ist eigentlich, muss man sagen, sehr, sehr cool. Ja, im Nachgang muss man sagen, die grünen Teile, die ihr eben im Gesicht gesehen habt, hoffentlich gesehen habt, sind Aufkleber. Ich glaube, die sind auch im Originalaufkleber. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber wie gesagt, das funktioniert dafür, dass es ein KO ist und so weiter, funktioniert das wirklich super. Also ich war von dem Bau wirklich begeistert und abseits von Lego und sowas muss ich sagen, das macht, glaube ich, echt süchtig. In dem Sinne, wenn ihr das Ding findet auf Wish, da hat meine Extras her, kann ich das soweit empfehlen. Das kostet nicht viel. Ich glaube, das kriegt ihr für ein Apfel und ein Ei. 20 € oder sowas. Geht ganz easy. Und wünsche euch viel Spaß dabei. Facebook und Instagram Seiten für Toy News und Reviews, alles weitere ist unten verlinkt. @figurephotographycrate und Mail wie immer figure.photography.crate@web.de. Und beim nächsten Mal gibt es dann endlich besagtes News-Segment. Ein paar Sachen habe ich schon gesammelt für die Woche. Von daher hoffe ich, dass euch das dann gefällt, wenn es aber rauskommt.
Von daher liken, kommentieren, abonnieren. Schöne Woche, reingehauen.